Hallo und willkommen ein weiteres Mal mit den Matrixern. Heute mit einem ganz spannenden Video, wie immer, ist klar, mit dem wundervollen Jonathan und der attraktiven Shiva. Ja, unser heutiges Thema. Star Wars. Ja. In real. In real, richtig. Und zwar versuchen wir eine Verbindung zu ziehen zwischen den Star Wars Filmen, den Star Trek Filmen und der tatsächlichen Zeitrechnung im Vergleich zu unserer Zeitrechnung. Genau, was ist in Star Wars wirklich real? Was haben wir gesehen und kennen wir? Was gibt es also wirklich in Star Trek? Also eigentlich das meiste sind Dokus, aber wir wollen das nochmal genauer aufführen. Ja, und zwar gelten ja solche Filme als Science Fiction. Ja. Und die Tagesschau oder heute oder wie die alle heißen, die ganzen Nachrichtensendungen, die ja immer abends meistens um 8 Uhr kommen, nennt man ja Nachrichten? Nachrichten, genau. Und natürlich würde man die nicht als Science Fiction betiteln. Nein, wir sollen uns ja auch schließlich danach richten. Ja. Und natürlich sehen wir das aber ganz anders. Wir sehen das, dass das umgekehrt ist. Ja. Ne? Nämlich die Nachrichten sind Science Fiction. Ne? Und was als Science Fiction im Genre deklariert wird, ist in Wirklichkeit Science. So wie es ist. Zwar nicht genauso, wie man es in Filmen sieht, ist klar. Die ganzen Hollywood-Filmregisseure und auch andere Regisseure versuchen natürlich, die Filme etwas aufzupeppen. Ja. Mit viel Kampf, Ballerei. Wobei auch das schon relativ nah kommt der Realität, aber nicht ganz so. Ja. Aber wir gehen davon aus, Science Fiction sind inhaltlich ziemlich zutreffend und mindestens auf symbolischer Ebene, wenn man nicht sogar sagen kann, dass viele Elemente tatsächlich so im Universum stattfinden. Zum Beispiel Star Wars, Ja, Teil 1, wo er in diese Bar geht, auf diesem Planeten. Ist real, gibt's wirklich, schon gesehen. Mental. ja, Da gibt es wirklich viele verrückte Alienrassen, die in solche Absteigen gehen auf Planeten, Sklavenplaneten, die es auch tatsächlich gibt, wo sich wirklich das Gesindel rumtreibt, irgendwelche krummen Geschäfte abschließt und also real, keine Fiction. ja. Ja, oder der Film Valentine, den einige von euch vielleicht auch kennen, auch in Science Fiction, da wird ein Markt dargestellt. Und auf diesem Markt kann man eben über VR-Brillen in diesen Markt eintreten und dort handeln. Yep. Und auch dies habe ich schon gesehen auf meinen außerkörperlichen Reisen, dass solche Märkte, galaktischen Märkte könnte man sagen, oder ja, galaktisch vielleicht übertrieben, aber zumindest Systemmärkte, interplanetarische Märkte, interplanetarische Raumstationen, auf denen auch solche Märkte installiert sind, die man aufsuchen kann, wo man handeln kann, Dinge einkaufen und dergleichen, alles bereits gesehen. Real, no fiction. Ja, no fiction. Oder hier Star Wars wieder. Da kann man ja sehen, dass da immer zwei Gruppen im Kampf zueinander stehen. Ne? Auf der einen Seite die Rebellen und auf der anderen Seite das Imperium. Ne? Mit Darth Vader, kennt ihr alles, Todesstern und so. Ne? Wir sagen jetzt nicht, dass dieser Todesstern unbedingt existieren mag, aber
im Universum gibt es wirklich eine sehr, sehr große Macht, die sich das Imperium nennt. Ja, mein höheres Selbst hatte davon schon berichtet und dass es für uns wichtig ist, aus dem alten Imperium auszusteigen, denn wir sind Teil des alten Imperiums. Der Planet Erde als Sklavenplanet ist Teil dieses Imperiums, also der dunklen Macht, der Bösen, sagen wir mal. Genau, existiert. Ja, existiert. Also viele nennen es auch das alte Imperium, weil es eben schon seit Millionen Jahren existiert. Das ist ein Zusammenschluss von vielen Planeten, von vielen Rassen, die miteinander zusammenarbeiten und schon seit Ewigkeiten eben Matrix-Planeten generieren, könnte man sagen. Kriege anzetteln, jede Menge. Kriege um Gebiete, um Planeten, Planetensysteme, Sonnensysteme, die versklaven, die schicken alles an Rebellen auf diesen Matrix-Planeten, wo sie nicht mehr rauskommen. Danke, Reinkarnation. Real, no fiction. Ja. Einer dieser Taktiken, wie Shiva schon sagt, des alten Imperiums oder des Imperiums, ist es eben, weil man kann die Götterwesen ja nicht töten. Die sind ja unsterblich. Aber was man machen kann, ist, ihnen eine falsche Identität geben, einen anderen Körper geben und dann das Gedächtnis löschen. Also das ist schon möglich. Und das ist auch das Prinzip, auf dem die Matrix-Planeten aufgebaut sind. Man kann sie also für sehr lange wegsperren. Ja. Richtig. Also ist es nur möglich, ihnen ihre Freiheit zu nehmen und ihre Erinnerung zu nehmen. Und auf diese Weise entsorgt das Imperium beispielsweise Rebellen. Und diese Rebellen sind jetzt aber nicht nur so ein paar Leute wie in Star Wars, sondern sind auch eine sehr große Macht, die man nicht unbedingt Rebellen nennen sollte. Die sind eher sowas wie die Föderation aus Star Trek. Ja. Ein großer Zusammenschluss aus zig Sonnensystemen, zig Planeten, zig Alienrassen und die haben sich eben zusammengeschlossen und stehen halt im freien Universum im ständigen Kampf mit dem Imperium. Und daher ist es immer sehr interessant, Star Wars zu schauen, weil da ja irgendwie auch intuitive Botschaften enthalten sind, ja, die die Drehbuchautoren beim Verfassen des Drehbuches ebenso reingekriegt haben. Ne? Die Höheren selbst sind ja auch sehr geschickt. Ne? Wenn die nämlich merken, dass ein Autor, der ein Drehbuch schreibt, vielleicht mal so einen kleinen Hänger hat und nicht weiter weiß, dann kommen die eben mit solchen intuitiven Elementen oder Input, ne? Damit der Drehbuchautor das eben mit in den Science-Fiction übernimmt und dadurch eben sozusagen einen kleinen Spiegel besitzt, der tatsächlich der Wahrheit entspricht, beziehungsweise so im Universum wirklich so abläuft. Hm. Ja, die Sklavenmärkte aus Star Wars, die gibt es auch. Mhm. Da wird dann Menschen- oder Wesenhandel betrieben. Alles schon gesehen, erlebt. Ja, real, no fiction. No Fiction. Oder Star Wars, die Episode Das Erwachen der Macht. Hier sehen wir nämlich eine Frau im Mittelpunkt, die auf einem Planeten lebt und dort mit Schrott handelt, mit Weltraumschrott. Ja. Oder mit Schrott, den sie eben so in der Wüste findet, von abgestürzten Raumschiffen oder von anderen Objekten, die eben irgendwer irgendwo hinterlassen hat, weil sie nicht mehr funktioniert haben. Und ja, hier sehen wir einen klassischen Fall eines Schöpfergottes, ja, der eben auf einem Planeten gestrandet ist, dort sich nicht mehr an seine wahre Identität erinnert, denn diese Frau, die da im Mittelpunkt steht, ist in Wirklichkeit eigentlich eine Jedi-Ritterin. Und das weiß sie überhaupt nicht, sie hat überhaupt keine Ahnung davon. Ja. Und sie sitzt auch auf dem Planeten fest, weil sie natürlich nicht das Geld hat, sich ein Raumschiff zu leisten. Ja. Und im Laufe des Films kommt sie eben in den Genuss, letztendlich tatsächlich ein Raumschiff zu finden, mit dem sie dann den Planeten verlässt und dann langsam anfängt, sich zu erinnern, wer sie wirklich ist. Auch super Symbolik, ne, die eigentlich auf viele Menschen, die auch auf der Erde leben oder auf andere Wesen, die auf anderen Matrix-Planeten leben, durchaus zutrifft.
Gleiches Prinzip. Und hier sieht man nämlich wieder den symbolischen Inhalt, ne? Die Wiedergabe von tatsächlich existenten Leben, ne? Auf dem Matrix-Planeten. Und dass hier natürlich auch der Drehbuchautor oder auch der Buchautor oder wer auch immer hier dementsprechend inspiriert worden ist. Real, no fiction. Nächstes Beispiel. Die dunkle Bedrohung. Da sitzt ja auch dieser Rat zusammen. Okay, das tun sie in mehreren Filmen. Jedenfalls der Rat, das ist sozusagen wie in Star Trek, die Föderation. Da sind mehrere Mitglieder eines Rates, die im Kreis sitzen. Und ja, ist real, gibt's wirklich. Die Galaktische Föderation, hat man mir von oben schon gesagt, die ist real, die gibt's wirklich. Und ja, die Galaktische Föderation, dort beraten sie sich, wie man am besten vorgehen kann gegen die dunkle Bedrohung sozusagen. Also das Imperium für uns jetzt zum Beispiel. Wie man anderen Planeten, Systemen oder Planeten, Matrixplaneten helfen kann. Natürlich dürfen die auch nicht zu sehr eingreifen, weil es gegen den Willen jedes einzelnen Menschen gehen würde. Also tun sie nur das, was sie tun dürfen. Jedenfalls, die sitzen da und ja, die Galaktische Föderation berät sich. Real. No Fiction. Oder die Serie Altered Carbon. In der Serie wird eine Welt dargestellt in der Zukunft. Die Menschen haben schon längst Raumschiffe erfunden und erkunden das Universum. Viele andere Planeten werden erkundet. Es wird sehr viel Handel betrieben. Ja, und wer sind da die Kontrahenten in dieser Serie? Auf der einen Seite die Händler und Rebellen und auf der anderen Seite die Großfirmen. Und das finden wir auch eine sehr interessante Zukunftsprognose in dieser Science-Fiction-Serie. Ne? So sind die ständig im Clinch. Ne? Die Großfirmen wollen natürlich ihr Vorhaben immer wieder umsetzen, weil sie hohen Profit versprechen. Die Händler versuchen natürlich über Schwarzmärkte und so eher zu handeln. Also auch eine interessante Serie für Science-Fiction-Fans, super. Und schon eine sehr interessante Zukunftsprognose ist darin enthalten. Daher denken wir, so fiktiv ist das ja nicht, oder? Real, no fiction. No Fiction. Next, Terminator. Auch da, die habe ich auch schon gesehen, sehen natürlich nicht ganz gleich aus, aber es gibt solche Planeten, da gibt es diese Roboter-KI-Maschinengeschichte wie in Terminator. Also, ja, über KI, das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, ein eigenes Thema, aber ja, real, no fiction. Ja, KI ist sehr weit verbreitet im Universum und wird überall eingesetzt. Das, was wir hier an KI haben, ist alles nur ein Schatten davon. Battlestar Galactica. Sowas von real und no fiction. Da gibt es ja auch, wie heißen sie denn? Die Zylonen. Zylonen. Genau. Derer Art sind die und die haben auch dann irgendwann ihr eigenes Bewusstsein entwickelt und stehen auch im Kampf mit anderen Planeten. Mit ihren Herstellern. Ne? Ja, also diese Serie lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, denn da sind schon einige wirklich gute Elemente drin, auch gerade zum späteren Zeitpunkt hin, zum Ende der Serie. Das wäre jetzt zu viel, das alles aufzuschlüsseln, aber doch. Ja, also Battlestar Galactica, da sind wir ziemlich überzeugt, ist nicht unbedingt jetzt Fiction oder Science oder Non-Fiction, sondern ist eher eine Spiegelung, was damals in der Vergangenheit passiert ist. Wie das damals alles gewesen ist mit den Anunnaki und dergleichen, wie das alles miteinander zusammenhängt, mit Menschen, die auf der Suche waren nach Kobold, glaube ich, dem geheimnisvollen Planeten, der sich dann nachher als die Erde herausstellte. Ja, und sind dann auf der Erde gelandet und haben dort dann eben, sind dort eben gestrandet und versuchten dort eine neue Zivilisation aufzubauen. Und nachdem sie dort die Zivilisation aufgebaut hatten und in der Lage waren, dann wirklich schon so zu unserer Zeitrechnung momentan so hinzukommen,
Da schauten die sich eben sehr irritiert alle an, weil nämlich da schon wieder anfing, mit KI und Robotern experimentiert zu werden. Ja? Und der Film beginnt ja eigentlich damit, dass sie im Konflikt sind mit ihrer eigenen Schöpfung, den Robotern, die eben eine KI besaßen und dann nachher selbstständig wurden und dann beschlossen haben, ja, die Menschen, ja, die sind sehr zerstörerisch, die müssen wir alle beseitigen. Ja? Und dadurch entstand eben der Kampf zwischen den Robotern und den Menschen. Und das ist so Thema in Kampfstern Galactica, Battlestar Galactica, super Serie. Und der Schluss, die letzte Folge ist auch sehr spannend im Zusammenhang mit den höheren Selbsten. Aber ich glaube, ihr solltet euch das unbedingt anschauen. Ja, auch zu empfehlen. Ja, ihr seht schon, also wir könnten noch so viele mehr Serien und Beispiele aufführen und alles, was ihr so im Internet oder Fernsehen finden könnt. Das meiste davon ist einfach wirklich real, no fiction. Wir könnten euch noch so viel mehr erzählen, aber ich glaube, das Video wird sonst zu lang. Aber Jonathan, die Zeitrechnung. Ja, und da fragt man sich natürlich, wie ist das alles möglich? Wieso können Raumschiffe existieren? Wieso können galaktische Märkte existieren? Wieso Raumstationen, Portalsprünge von einem Sonnensystem ins andere, von einem Quadranten innerhalb der Milchstraße in den nächsten Quadranten? Wie kann es sein, dass große Mächte, die in unserer Galaxie herrschen, wie beispielsweise die Föderation, so nenne ich sie mal, und das Imperium miteinander in Krieg sind? Und all das hat damit zu tun, dass die Erdrechnung, also die Zeitrechnung auf unserem Planeten ganz anders ist als die im Universum. Man muss ja schon darüber nachdenken. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Glaubt denn einer von euch wirklich, dass im Universum auch 2020 ist? Nein, ist es nicht. Und das, was hier als erfunden gilt, wie weit unsere Technik ist, wie weit unser Fortschritt vorangegangen ist und wie weit wir jetzt sind mit KI, mit Fahrzeugen, mit allem, was technisch ist und wie weit der Mensch auch fortgeschritten ist, in jeder Hinsicht, entspricht dem Jahr 2020. Aber das ist nicht die wahre Zeitrechnung, die existiert. Die Zeitrechnung auf der Erde ist künstlich erzeugt worden. Ja. Das bedeutet, wir befinden uns nicht in der richtigen Zeitrechnung. Die Zeitrechnung ist auf einen Matrixplaneten angepasst worden, der eben möglichst lange rückentwickelt sei oder unterentwickelt sein soll, damit eben all diese Erfindungen nur Schritt für Schritt entstehen. Da gibt es beispielsweise einen Bildwitz, den ich mal gesehen habe. Da sieht man einen Mann an einem Schreibtisch sitzen und er schreibt einen Brief an seine Freundin. Und in dem Brief schreibt er: Ich schreibe diesen Brief an dich gerade mit einem Kugelschreiber, der erst nach dem Krieg erfunden werden wird. Also das so als Beispiel. Man sieht ja auch bei Star Trek die Replikatoren. Ja. Die stellen sich da an so einen Replikator und sagen, ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Und dann macht es immer Bzzt, ist der Kaffee mit Milch da. Oder im neuen Discovery, noch besser. Ja. Da brauchen sie nicht mal mehr Replikatoren. Und das sind eigentlich alles 3D-Drucker. Ja. Ja. Nur der 3D-Drucker, an dem wir momentan noch herumforschen und die gegenwärtig existieren, besitzen natürlich nicht diese Fähigkeit, eine Tasse Kaffee zu drucken. Nee. Das noch nicht. Aber kommt irgendwann noch. Die Replikatoren der Zukunft sind unsere gegenwärtigen 3D-Drucker. Also nicht, dass wir nicht jetzt schon die Technik dafür hätten, aber preis- oder offenbart wird sie uns jetzt noch nicht. Ja, Wird so uns ist alles es. vorenthalten. Das wird allen uns noch vorenthalten, weil es eben nicht unserer Zeitrechnung entsprechen soll. Weil wir sollen ja nicht an die Zeitrechnung angepasst werden, die so im Universum existiert. Und Profit könnte man dann auch nicht mehr machen. Ja, Jonathan, das war ja eigentlich schon ziemlich ausführlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen damit inspirieren. Genau. Mit diesen Gedanken. Und dass ihr vielleicht erkennt, dass eben Science Fiction überhaupt gar keine Fiktion ist. Vielleicht auf der Erde. Ja. Da wird das als Fiktion gehandelt. Aber das, worüber in Science Fiction berichtet wird,
ist oft inhaltlich ziemlich zutreffend Ja, absolut. und entspricht der wahren Zeitrechnung. Real, no fiction. No Fiction. Star Wars ist jetzt nicht so Fiktion, wie man vielleicht annehmen mag. Auch Voyager hat sehr viele gute Folgen, Ja, die da sehr wegweisend sind, sag ich mal. ja, Voyager, auf jeden Fall auch viele Hinweise. Oder auch das nächste Jahrhundert mit Picard und so weiter und Data und so. Da sind auch viele Sachen drin mit alternativen Realitäten. Ja, schon spannend. Oder auch Stargate. Ja, sowieso, absolut. Stargate mit den Sternentoren, den Wurmlöchern. Ne? Gibt's wirklich. Künstlich generierte Wurmlöcher. Die existieren wirklich. Die kann man nutzen, um vom einen Planeten zum anderen zu kommen. Auch diese Stargates per se, die gibt's physisch auch, die existieren auch. Ob die jetzt genauso aussehen wie in dem Film, ist eine andere Frage. Aber es gibt solche Vorrichtungen. Ja. Real, no fiction. No Fiction. Ja, noch ein kleines Update zu unserem Video mit den Statisten. Da haben wir uns leider ein wenig versprochen gehabt. Wir haben gesagt, ja, es gibt zwei Arten von Statisten, die Hosts und die Sharer. Und da kamen natürlich viele Fragen, denn die Sharer sind ja die Schöpfergötter sozusagen, die hier gefangen sind mit Amnesie. Das sind natürlich nicht die Statisten. Es gibt natürlich die Hosts, das sind die Statisten, und es gibt die Sharer. Ja. Genau, ich glaube jetzt. Das wollten wir nochmal klarstellen, dass wir uns da einfach nur versprochen haben. Ja, richtig. Ja, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Elemente, die ihr in Science Fiction gesehen habt, wo ihr denkt, ja, das haben die Matrixer vergessen zu erwähnen. Dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben ganz viel vergessen zu erwähnen, da sind wir sicher. Wir haben schon die ganze Zeit überlegt, aber bei den ganzen Serien, die wir schon geguckt haben, Science Fiction, Real, so viel Reality, TV, Science Fiction Serien, die wir schon geschaut haben, haben wir sicher das ein oder andere vergessen, aber das meiste davon ist real. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao!